Hallo und guten Abend. Wer immer diesen Kanal einschaltet und wann auch immer zu welcher Uhrzeit, ich grüße euch und Sie ganz herzlich. Heute ist es ein bisschen später geworden wie sonst, aus einem einfachen Grund. Ich muss ab heute alleine zurechtkommen mit der Technik und mit dem, was ich sage und auch noch zwischendurch ein bisschen Musik. Und da müsste ich mich in manches, was die Technik anbelangt, einfach jetzt auch noch einweisen lassen. Und dann muss ich ja sagen, es ist unglaublich, dass es diesen YouTube-Kanal gibt. Es verbreitet sich ja fast schneller wie der Virus. Wie viele Rückmeldungen da kommen und aus welche Richtungen, das ist unglaublich. Mir ist klar, dass die Form und vielleicht auch anderes nicht jedem zusagt, es muss auch gar nicht sein, aber ich erlebe, dass es ganz viele richtig gut tut. Zum einen schreiben viele, die Stimme zu hören, irgendwo ein Stück Vertrautheit ins eigene Wohnzimmer, in der eigenen Fernseher oder in der eigenen PC. Und dann auch ist vielen wichtig, neben den Impulsen eben auch das Gebet, und das soll heute auch wieder ein Teil von unserem Zusammensein jetzt sein. Ich habe den Eindruck, dass das Bild recht dunkel ist. Da müssen wir jetzt damit leben. Immerhin ist es mehr und sehen Sie mehr, als wenn Sie nur das Radio einschalten und Sie hören die Stimme. Also ich bin's wirklich, der Johannes Amann, euer Pfarrer. Ob der Andreas Scheuer, unser Bundesverkehrsminister, immer noch glücklich ist über das, was er im Februar, Ende Februar gesagt hat, das weiß ich nicht. Ich bezweifle es oder ich hoffe, dass es ein bisschen bezweifelt. Denn ich habe die letzten Tage noch die Zeitung vom 15. Februar in die Hand gekriegt. Die war noch zum Durchlesen und Durcharbeiten. Und da stand gleich auf der Titelseite vom Verkehrsminister Andreas Scheuer: Meine Politik ist nicht Limit, Verbot, Verzicht. So richtig stolz wird es gesagt, meine Politik ist nicht Limit, Verbot, Verzicht. Wie so meine Art ist, musste ich mir da ein paar Zeilen aufschreiben. Ich habe mir das also rauskopiert und dann eine Anmerkung dazu geschrieben. An die Scheuer: Meine Politik ist nicht Limit, Verbot, Verzicht, lieber mit Karacho in den Abgrund. So mein Empfinden, was das dann heißt. Limit, Verbot, Verzicht, alles Quatsch, lieber mit Karacho in den Abgrund. Doch dann habe ich mir weiter aufgeschrieben, doch manchmal werden wir von außen angehalten, ob wir wollen oder nicht. Und wenn es ein Virus ist, der eine Weltreise unternimmt. Es gibt aber auch ganz andere Botschaften in der Zeitung, zum Beispiel heute. Es lohnt sich auch immer wieder, den Sportbericht zu lesen. Es gab da mal den brasilianischen Fußball-Nationalspieler DD, ich meine bei Borussia Dortmund hat er gespielt, und er sagt, ist in großer Sorge im Blick auf die Situation in Brasilien, und er sagt dann insgesamt: Wir müssen wieder lernen, die Welt gehört Gott und nicht uns. Wir haben den Respekt voreinander auf dieser Welt verloren. Die Ehepartner müssen wieder lernen, einander zuzuhören, und die Reichen müssen für die Armen sorgen.
Ich möchte in einen Gebetsteil reingehen und da ging mir durch den Kopf, ich könnte aufgreifen die Litanei von der Gegenwart Gottes. Die ist im neuen Gotteslob drin bei der Nummer 557. Leider dort sehr klein abgedruckt, selbst für meine Augen finde ich viel zu klein. Deswegen habe ich zum alten Gotteslob gegriffen. Dort ist es die Nummer 764. Also wer es irgendwann nachlesen will, noch einmal das alte Gotteslob, dort die Nummer 764 und im neuen Gotteslob ist es die Nummer 557. Und ich war zwischendurch einfach auch, aber es ist eine sehr lange, aber gute Litanei ist, kraftvolle Litanei, werde ich aber zwischendurch Momente der Stille lassen. Sei hier zugegen, Licht unseres Lebens, sei hier zugegen in unserer Mitte. Löse unsere Blindheit, dass wir dich sehen. Mach unsere Sinne wach für dein Kommen. Zeig deine Nähe, dass wir dich spüren. Weck deine Stärke, komm und befreie uns. Sei hier zugegen, damit wir leben. Sei hier zugegen, stark wie ein Feuer. Flamme und Leben, Gott bei den Menschen. Komm und befreie uns, damit wir leben. Komm uns zu retten, wie Licht in der Frühe. Komm wie der helle Tag, Licht unseren Augen. Sei hier zugegen mit deinem Leben. In unserer Mitte, Gott bei den Menschen. Herr aller Mächte, Gott für die Menschen. Zeig uns dein Angesicht, gib uns das Leben. Oder bist du, o oh Gott, ein Gott der Toten? Komm, sei uns nahe, damit wir leben. Oder bist du, o oh Gott, kein Gott der Menschen? Komm und erleuchte uns, komm und befreie uns. Du Licht am Morgen, komm und befreie uns. Gott für uns alle, heute und morgen. 1000 Geschlechter wert deine Treue. Du bist auch heute ein Gott für die Menschen.
Du bist uns nahe seit Menschengedenken. Gott, du bist heilig, wer kann dich sehen? Unendlich fern von uns und doch so nahe. Doch du bist nicht der Gott, den wir uns denken, lässt dich nicht finden, bist wie ein Fremder. Und deine Torheit ist weiser als Menschen. Und deine Ohnmacht ist stärker als Menschen. Wer bist du, Gott? Wie ist dein Name? Heiliger Gott, unsterblicher Gott. Sei hier zugegen, lass uns nicht sterben. Gott, was ist ohne dich? Für mich der Himmel. Gib deinen Namen uns, ein Zeichen des Lebens. Wenn du nicht da bist, was soll ich auf Erden? Sei du uns gnädig und hab Erbarmen. Sei unser Atem, sei Blut in den Adern, sei unsere Zukunft, sei unser Vater. Denn in dir leben wir, in dir bestehen wir, in deinem Licht können wir sehen. Sei du uns gnädig und lass uns hoffen. Denn du bist Gott, warum müssen wir sterben? Denn nicht die Toten sprechen von dir, die Toten alle in ihrer Stille. Doch wir, die leben, rufen nach dir, an diesem Tag, in dieser Nacht. Schreien deinen Namen und wollen dich sehen, warten auf dich, wissen es selber nicht, wollen dich sehen, wirklich und nahe. Alle die Lebenden warten und hoffen. Tu deine Hand auf, so sind wir gesättigt. Kehr dich nicht ab von uns, lass uns nicht sterben. Lass uns nicht fallen zurück in den Staub. Send deinen Geist aus, Neues zu schaffen. Flamme des Lebens, Licht unseres Lichtes. Send deinen Geist aus, neu uns zu schaffen. Tiefe des Herzens, Licht unseres Lichtes. Send deinen Geist aus, neu uns zu schaffen. Herr, gib dieser Erde ein neues Angesicht, mit allen Menschen, wo sie auch leben, mit all den Menschen, die je geboren, mit all den vielen, die niemand zählen kann. Rufen wir dich, sei hier zugegen. In dieser Stunde, Gott, sei uns nahe. An diesem Ort sei unser Friede. In unseren Häusern wohne der Friede. Auf unseren Tischen Brot für den Frieden. Für unsere Kinder sei du die Zukunft. Licht der Verheißung, Menschen in Frieden. Wie lange müssen wir noch auf dich warten? Erscheine wieder und schaffe den Frieden. Wie lange müssen wir noch auf dich warten? Erscheine wieder, damit wir bestehen.
Licht, das uns leuchtet, gibt neues Leben. Wie lange müssen wir noch auf dich warten? Licht, das uns leuchtet, Licht unseres Lebens. Auf dich vertrauen wir, auf den Lebendigen. Könntest du jemals Vertrauen enttäuschen? Meine Hoffnung und meine Freude, das ist ein Lied, wo jetzt ganz viele mitsingen können. An dem Ort, an dem sie jetzt sind. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Schließen wir da jetzt das Vaterunser an und wir vertrauen uns auch der Fürbitte der Gottesmutter an im anschließenden Ave Maria. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Das ist ein Gebet aus der Bibel, das ins kirchliche Abendgebet aufgenommen ist. Wir hören das jetzt in einem Tersegesang und anschließend werde ich das Segensgebet sprechen.
Ich hoffe, dass alle, die heute Abend oder auf die Nacht hin noch reinschauen, ein bisschen zur Ruhe gefunden haben und dass wieder Kraft und euer Lebensmut und Licht auch in ihr Leben gekommen ist. Gott, da gibt es das Unsichtbare, das so zerstörerisch wirken kann und wirkt. Und da gibt es das Unscheinbare an so vielen Stellen, wo Gutes getan wird, wofür wir dir danken können. Hab Dank für alles Gute in diesem Tag. Nimm alles hinein in deinen Frieden, was nicht gut war und was offen bleibt. Gib, dass wir alle Sorgen, alles was bedrückt, was uns zusetzt, dass wir es dir übergeben können, loslassen können, um Frieden zu finden in dieser Nacht, um neue Kräfte zu sammeln für den morgigen Tag. Guter Gott, nimm deine ganze Schöpfung hinein in deine Obhut, alle Völker und alle Menschen dieser Welt. Nimm in deine Obhut alle, die schutzlos sind, die ohne Zuhause sind. Nimm in deine Obhut alle Kranken und Sterbenden und alle, die für sie da sind. Nimm in deine Obhut einen jeden von uns und alle, die uns am Herzen liegen. So segne der Herr dich und er segne uns alle, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und jetzt danke ich ganz herzlich und wünsche wirklich eine gute, angstfreie und erholsame Nacht. Es könnte sein, dass wir morgen um 19 Uhr dann hier in diesem Gewölbekeller in der Krypta eine Eucharistiefeier haben, die dann auch alleine und doch verbunden mit euch alle, die zuschaltet, wenn es gelingt, dann um 19 Uhr live und wenn es nicht gelingt, dann zeitversetzt. Gute Nacht.